Hi, hier ist Irina und willkommen zur dritten Folge von Make It Personal. Heute sprechen wir über ein ganz wichtiges Thema in der Kundenpersonalisierung, und zwar über 360 Grad Customer View. Was ist das und wieso ist es so wichtig? 360 Grad Customer View ist ein vielseitiges, detailliertes Porträt von jedem einzelnen Kunden. Wieso brauchen wir das? Sicher kennst du die Situation, wenn die Informationen über die Kunden in verschiedenen Systemen verteilt sind. Die E-Mail-Kommunikation wird in dem E-Mail-Tool gespeichert, die Billing- oder Bestellhistorie wird im CRM-System oder Warenwirtschaftssystem gespeichert, die Supportanfragen sind dann eben im Ticketsystem und so weiter. Was wir aber brauchen, ist ein einheitliches, detailliertes Porträt, wo alle relevanten Informationen einem Kundenporträt zugeordnet werden, einem Kunden-ID, damit wir dann eben diesen einzelnen Kunden dann auch analysieren können und diese Daten in der Kommunikation verwenden können. Um welche Daten sprechen wir? Ja, hier sind Beispiele, es sind hier persönliche Daten, Name, Kontaktinformation und so weiter. Transaktionshistorie, Interaktionshistorie, Marketingaktivitäten, seine Präferenzen und Interessen. Es geht hier darum, was hat der Kunde bis jetzt mit unserer Marke schon erlebt. Ja, manche von diesen Informationen können auch sofort in die Kommunikationsstrategie mit aufgenommen werden und auf der Grundlage von diesen Informationen können wir dann auch dementsprechend Kundensegmente erstellen. Der Single Customer View betont, dass wir eine kundenzentrierte Datenstruktur erschaffen, ja, dass alle Kundenattribute einem Kundenprofil zugeordnet werden können. Und wir haben eben diese Kundenzentrierung. Was unterscheidet aber Single Customer View von dem 360 Grad Customer View? Ja, 360 Grad spricht halt für sich, dass wir dann den Kunden aus verschiedenen Perspektiven und verschiedenen Seiten betrachten und analysieren. Und dementsprechend sind die historischen Daten nur ein Teil von diesem vielseitigen Kundenporträts. Wir können einen Schritt weiter gehen, um eben diese multidimensionale Beschreibung von dem Kunden zu erschaffen. Und zwar, wir wollen nicht nur die Frage beantworten, was hat der Kunde bis jetzt gemacht, ja, nicht nur die historischen Daten, sondern wir wollen auch noch vorausschauend wissen, was wird der Kunde machen? Wird der Kunde kaufen oder nicht? Wird der Kunde abwandern oder nicht? Welchen Kommunikationskanal wird er jetzt in diesem Zeitpunkt optimal finden? Welchen Discount sollen wir dem Kunden als nächstes anbieten? Wird er darauf einspringen oder nicht? Und so weiter. Und diese Insights sind ein echter Gamechanger. Ja, weil wir dadurch nicht einfach reaktiv auf irgendwelche Events reagieren können. Zum Beispiel, ja, der Kunde kauft jetzt schon seit Monaten nicht mehr, ich spreche ihn jetzt mal an. Sondern wir können anders handeln. Wir können sagen, okay, der Kunde hat jetzt ein hohes Abwanderungsrisiko und der Faktor, der jetzt sein Verhalten beeinflusst, ist der und der. Und deswegen werde ich jetzt proaktiv handeln, damit der Kunde nicht weggeht und mit mir bleibt. Ja, ich werde jetzt dem Kunden, der Zweifel hat, ob er kaufen wird oder nicht, ich werde jetzt diesem Kunden einen optimalen Rabatt anbieten oder vielleicht ein Aktionsangebot machen, ja, das genau diesem Kunden passt, damit der Kunde dann wirklich den Kauf tätigt. Und so ein wirklich effizientes 360 Grad Customer View erlaubt uns nicht nur zu erkennen und zu analysieren, was der Kunde erlebt hatte, ja, nicht nur die historische Perspektive in Betracht zu ziehen, sondern auch frühzeitig die Bedürfnisse von dem Kunden zu erkennen, die Risiken zu erkennen, gezielt die Kundenloyalität steigern, was auch am Ende des Tages den Kundenwert erhöhen wird und auch unsere Umsätze mit den Bestandskunden auch steigern. Das ist natürlich sehr wichtig, dass wir alle diese Attribute auf dem aktuellen Stand halten und dass alle Prognosen und Analysen dann auch automatisiert laufen, denn nur so kann unsere Kommunikation relevant und personalisiert sein. Über dieses Thema sprechen wir im nächsten Video, und zwar, welche Daten wir brauchen, um Predictive Analytics umzusetzen, welche Insights wir damit gewinnen können und wie wir damit die Personalisierung in der Kommunikation umsetzen. Danke fürs Zuschauen. Stay tuned und let's make it personal.